Superchat Replies bzw. Superchat Antworten oder auch Superchat Threads genannt, sind seit letzten Mittwoch in einer experimentellen Phase. Ist auch ein sehr aggressives Experiment mit 50% der Superchats, die dieses Feature bereits freigeschaltet haben. Ob es dann letztendlich auch zum Rollout kommt, werden wir natürlich weiterhin sehen. Man kann draufklicken, das ist ein kleiner Antwort-Button, dann öffnet sich praktisch ein zweites Chatfenster oder ja, praktisch so ein im Mobile-Bereich ist es halt so ein Swipe-Ding, was man wieder wegswipen kann und so weiter und so fort. Ist aber eine sehr, sehr interessante Geschichte. Man kann auch einfach free of charge, also gratis, darauf antworten, um weiteren Kontext für den Superchat zu geben. Das heißt, gerade für jemanden, der vielleicht auch eine Frage, die er mit einem Superchat gestellt hat, nochmal konkretisieren möchte oder darauf antworten möchte oder vielleicht andere User, die darauf antworten wollen, können das natürlich dann in der Superchat-Antwort tun. Finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wie seht ihr das? Ne? Nutzt ihr Superchats viel? Und falls ja, würdet ihr euch freuen, wenn darauf Antworten möglich wären? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Wir machen derweil weiter mit der Monetarisierung. Ne? Bleiben wir gleich so ungefähr im gleichen Metier. Und zwar geht es um sogenannte AFG-Violations. AFG heißt Advertiser Friendly Guidelines und Violations halt Verstöße dagegen. Soll heißen, sobald euer Video limitierte Ads hat, also limitierte Werbeeignung heißt es im Deutschen, dann wird das natürlich das gelbe Symbol angezeigt, logischerweise. Und hier ist jetzt die Neuerung, dass Timestamps angezeigt werden, wo denn eine Violation in diesem Video vorliegt. Und das ist prinzipiell von der Transparenz her eine gute Sache, aber, und jetzt kommen die ganzen Abers. Es zeigt, wenn mehrere Violations, also mehrere verschiedene Violations vorliegen. Es zeigt aber nicht jede Instanz derselben Violation ein. Soll heißen, wenn ich ja, Schimpfwörter benutze noch und nöcher und das so weit der Fall ist, dass ich im Endeffekt aus der Monetarisierung in die limitierte Monetarisierung gehe, dann tatsächlich wird praktisch nur eine Instanz, also ein Beispiel genannt und der Rest, dann muss man dann halt selber gucken, wie die ganze Geschichte ausgeht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem habe im Titel und dann noch irgendwie im Video selber, wird dann halt entsprechend gesagt, hey, hier ist ein Problem im Titel und hier ist ein Problem im Video selber. Das ist aktuell nur für Creator verfügbar, die auch die Selbstzertifizierung nutzen, also Self-Certification. Aber ich denke mal, ja, der Großteil der Creator, die monetarisieren, die nutzen das Ding sowieso. Und ich habe es gerade schon angeteasert. Das heißt, diese Timestamps werden nicht nur fürs Video gelten, sondern es wird auch dabei stehen, wenn eine Violation im Thumbnail oder halt auch im Titel der Fall sind. Gut. Und zu guter Letzt noch ein paar gute News, ne, ein paar gute Neuigkeiten zum Thema AB-Testing, beziehungsweise YouTube nennt es ja jetzt Test und Compare, weil es ist ja eigentlich ABC-Testing, ne, ihr wisst Bescheid. Da haben wir jetzt Rollout-Daten bekommen. Ich hatte es schon unter das andere Video angepinnt, aber der 1% Rollout startet am 21. Mai, wird dann auf 50% bis zum 3. Juni gehen, also ist jetzt mal 10 Tage, ne, dann ist halt schon ein guter Rollout-Plan und der Rest soll dann praktisch über den Juni noch hinzugefügt werden. Das heißt, ihr solltet langsam anfangen und euch alternative Thumbnails überlegen, ne, denn Test and Compare ist praktisch auf der Türschwelle, wie man so schön sagt. Gut, das wäre es auch schon für heute gewesen. Wichtige Informationen für nächste Woche. Wir hatten ja jetzt gestern, stimmt gar nicht, vorgestern wäre es gewesen, einen Livestream, wo wir uns Kanäle angeschaut haben, ne? Die sogenannten Channel Audits. Und nächste Woche kommt der nächste Livestream direkt hinterher, damit wir wieder so ein bisschen in unseren Rhythmus reinkommen. Und da werden wir natürlich wieder eine Q&A-Session machen. Das heißt, wenn ihr Fragen zu YouTube habt, gerne hier drunter kommentieren, gerne im Livestream live stellen oder natürlich auch auf gg/YouTube oder gg/YouTube Gaming eure Frage reinstellen und dann werden wir die natürlich mit abhandeln. Gut, falls ihr weitere Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu einem weiteren Patch Rundown wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.